Wir sind auf dem Stand von Hobby. Ja, im Jahr 2020 auf dem Caravan-Salon. Hier ist Jörg. Grüß dich, Jörg. Grüß dich, hallo. Ja, da steht er jetzt. Kompakt mit großer Liegewiese. Die ist Wahnsinn. Die werden wir gleich mal erklärt bekommen. Ohne Zusatzpakete, ohne versteckte Kosten. Das heißt, man kriegt viel für sein Geld bei Hobby. Das ist richtig. Also das ist ein Modell, das wir rausgebracht haben vor nicht allzu langer Zeit. Uns war bewusst, dass wir Neueinsteiger haben, was die Reisemobilbranche, oder nicht Branche, sondern was die Reisemobilszene betrifft. Und da wollten wir es natürlich möglich machen, für einen vernünftigen Preis, für einen geringen Preis, ein tolles Einstiegsmodell oder ein tolles Allround-Modell auf den Markt zu bringen. Ja, ihr verdient im Moment noch nicht so viel Geld, denn die werden unglaublich aufwendig gefertigt. Ja, das heißt, die Reisemobile, ich sag mal, das ist noch Handarbeit, richtig? Das ist vollkommen korrekt. Und auch wenn wir Reisemobile schon seit längerer Zeit produzieren, wir sind dabei, uns da weiterzuentwickeln, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Handarbeit. Und, okay, das heißt, wenn man euch so richtig schädigen möchte, am besten jetzt ein Reisemobil kaufen, denn die werden von Hand zusammengebaut und das ist Stück für Stück Qualität, die von einem ganzen Team dann gebaut werden und nicht am Fließband, schon am Fließband, aber Stück für Stück, oder? Du weißt, was ich meine. Genau, also es ist eine Produktionslinie, wenn man so will. Es ist kein direktes Fließband, aber du hast recht, es ist eine Produktionslinie und da arbeiten unterschiedliche Teams zusammen und es wird Stück für Stück zusammengesetzt, aber natürlich mit einer sehr großen Sorgfalt, denn wir sprechen hier von Fahrzeugen, die natürlich auch dementsprechend viel Geld kosten. Und da muss das alles passen. Und dementsprechend aufwendig ist das, so ein Fahrzeug herzustellen. Ja, es gibt was ganz Tolles zu berichten. Ich habe eben noch gesagt, die Fahrzeuge haben so einen Footprint von einem Kastenwagen, ja, haben aber den Vorteil eines richtigen Wohnmobils. Das heißt, ich habe eine ordentliche Stehhöhe, ich habe eine ordentliche Breite. Sie sind aber nicht zu breit. Und das kommt unglaublich gut an im Markt. Genau, das kommt wirklich gut an. Man hat ja mittlerweile 3 Segmente, möchte ich mal sagen, bei den Teilintegrierten. Also zumindest, wir haben Kastenwagen, wir haben diese Größe, zum Beispiel dieser Optima On Tour Edition. Und dann haben wir natürlich noch Alkoven-Modelle. Das sind so die gängigen, die meisten Kunden und die meisten Leute auf dem Markt kennen. Da haben wir natürlich jetzt so ein Mittelmaß, also nicht nur, also ja, doch generell haben wir da so ein gutes Mittelmaß gefunden. Hat die Fahrmaße vom Fahrgefühl her eines Kastenwagens, das ist richtig, das Raumgefühl allerdings eines großen Reisemobils. Ja, man sieht das hier, das sind die Serienspiegel, die hier verwendet werden können, denn er ist nicht breiter wie der breiteste Teil von dem Fahrzeug selber, richtig? Ganz genau, also es können die Serienspiegel hier verwendet werden. Letztendlich ist die Basis ja ohnehin, wenn man möchte, ein Transportfahrzeug, das letztendlich neu aufgebaut wird. Ja. Citroën, ihr seid damit zufrieden? Wir sind sehr zufrieden mit Citroën. Sie sind erfahrungsgemäß, wir haben Citroën jetzt auch schon seit mittlerweile 2 Jahren wieder in der Palette. Das bedeutet, wir konnten mittlerweile feststellen, ist denn diese Wahl nachhaltig gewesen und bis jetzt sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Genau, die Fahrzeuge sind nämlich sehr ähnlich, Details unterscheiden sich. Ja, wir gehen am besten mal rein, dann schauen wir uns mal um in so einem Fahrzeug. Die Patricia hat sich schon mal gemütlich gemacht. Bis zu 5 Jahre Garantie. Dichtigkeit ist das große Thema. Habt ihr da viele Probleme mit? Nein, tatsächlich nicht. Wir bieten es dennoch an. Ganz einfach aus dem Grund, um dem Kunden auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Natürlich ist die Voraussetzung für diese 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie auch eine einmal im Jahr durchzuführende Dichtigkeitsüberprüfung. Das ist aber kein großer Aufwand und somit können wir die Dichtigkeitsgarantie dann auch problemlos gewährleisten. So, wir waren eben im Wohnwagen. Jetzt habe ich hier oben ein Zugfahrzeug mit drin. Das heißt, ich kann das Fahrzeug bewegen. Ich kann mich auf Stellplätze bewegen, die für Wohnwagen nicht zulässig sind. Es gibt immer mehr Stellplätze in Deutschland. Das ist richtig. Viele Stellplätze sind für Wohnwagen tatsächlich nicht zugelassen. Das ist, weil es letztendlich auch nur für Kurzzeit oder ich will nicht sagen Kurzurlaub, aber halt für die kurze Zeitnutzung. Ja. Städtetouren zum Beispiel, Parkplätze. Genau. Das ist so. Das heißt, ich kann mich einfach hinstellen, kann auch mal schlafen in dem Teil und das entwickelt sich ziemlich rasant und es gibt so ein Gefühl, dass die Leute raus möchten. Kann man sagen, dass der Wohnwagenbesitzer und der Wohnmobilbesitzer, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe manchmal? Ja, doch, tatsächlich. Die Reisemobilbesitzer sind da tatsächlich diejenigen, die weniger lange an einem Standort ausharren. Ja, das möchte man das immer so sagen. Die möchten möglichst viel sehen. Die sind auch viel unterwegs. Also da wird fast jedes Wochenende genutzt. Und Städtetouren, Sightseeing, Länderkunde, dafür ist natürlich ein Reisemobil wesentlich besser geeignet. Ne? Ja, die kann man drehen, die Sitze. Hier sieht man es. Wenn du dich mal kurz hinsetzt, Jörg, dann zeige ich das mal. Also man könnte jetzt eine kurze Kaffeepause machen. Den Tisch kann man ausziehen. Das ist möglich und der wird gedreht, einfach nur an der Seite, kann das fertig machen und hat dann die Möglichkeit, einfach mal anzuhalten, dort wo man ist, um, ich sag mal eine ganz kurze Pause zu machen. Es geht ruckzuck, ich brauche nichts abhängen, nichts aufbauen. Genau, letztendlich dreht man sich um, der Fahrer schaltet den Motor aus, dreht sich um und kann hier am Tisch sitzen,
Es ist auch wirklich sehr bequem. Also es sind ja sogenannte Pilotensitze. Das sind also mit den Armlehnen. Man sitzt hier wirklich sehr bequem drin und die lassen sich auch noch verstellen. Das ist alles. Ja, ein kleines Detail, was man sieht, ist hier oben, ihr habt die Sitze leicht angewinkelt. Das heißt, ich sitze nicht 100% gerade drauf. Das kommt natürlich während der Fahrt der Sache sehr entgegen. Und ja, insgesamt habe ich 4 Gurtplätze jetzt an dem Platz hier. Habe eine Küche mit drin, die sehr, sehr schick ist. Direkt am Eingang mit dabei. Das heißt, ich habe ein Fenster, kann ich entlüften. Genau, das ist auch sehr praktisch. Das heißt, wenn man hier mal kocht, dann hat man natürlich gleich die Kochdämpfe. Es ist ein kompakterer Raum als beim Wohnwagen in der Regel, aber die Dämpfe möchte man natürlich auch raus haben und das ist mit dem Küchenfenster und der Tür im Kochbereich natürlich auf jeden Fall zu gewährleisten. Ja, ihr könnt hier natürlich profitieren vom Möbelbau aus dem Wohnwagenbereich. Das heißt, da habt ihr unglaublich viel Erfahrung. Da muss ja unglaublich leicht gebaut werden. Großes Thema, 3,5 Tonnen. Das ist die Krux an der Geschichte Reisemobil. Das ist tatsächlich so. Wir profitieren hier aus unserer Erfahrung tatsächlich aus dem Wohnwagenbau. Es ist aber dennoch noch nicht ganz einfach, hier Gewichte einzuhalten, die wirklich dafür sorgen, dass wir die Ultra-Zuladung haben. Aber eigentlich sind wir in einem guten Bereich angekommen. Die Reisemobile sind mit einer guten Masse zuzuladen. Ich denke, da sind wir sehr zufrieden. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, denn ich sag mal, gerade längere Fahrzeuge, Alkovenfahrzeuge müssen meistens aufgelastet werden. Da muss man einen anderen Führerschein machen, aber da am besten mal beim Fachhändler dann informieren. Ja, das ist ein ganz anderer Kühlschrank, den wir hier haben. Das ist nämlich unserer, den man von beiden Seiten öffnen kann. Du kennst ihn schon, Patricia? Ja, genau. Also egal, ob man jetzt hier in der Küche steht und sich was aus dem Kühlschrank nehmen möchte oder im hinteren Bereich liegt und man jetzt irgendwie nachts Durst bekommt, man kann dann von der Seite den Kühlschrank öffnen. Also das ist wirklich ideal geregelt. Wir werden es im nächsten Jahr nicht mehr so stark betonen. Da hat es wahrscheinlich jedes Wohnmobil und überall hat es mit drin. Wenn du mal kurz hinten drauf gehst und mir mal sagst, wie man da hochkommt, ist es gut? Leicht, oder? Ja. Ich habe eine kleine Leiter hier drin, die kann ich einhängen. Ansonsten habe ich Stufen mit drin. Ich nehme an, dass die Leiter auch dafür da ist. Ich kann eine richtige Wohnlandschaft draus machen, richtig? Ganz genau, man kann das ausziehen, man kann sich da tatsächlich eine richtige Wohnlandschaft konstruieren. Das ist ja fantastisch. Gerade für größere Menschen oder auch Leute, die einfach ein großes Bett bevorzugen. Ja. Oder halt Kinder, das Enkelchen ist dabei, das möchte man in die Mitte dazulegen. Ganz genau. Das ist so, ja. Schränke habe ich mit drin. Ich habe eine Nasszelle mit drin, alles ist dabei und wichtig ist das Preis-Leistungs-Verhältnis mal. Also da seid ihr unglaublich stark drin, das heißt also 50.000 €, dafür kriegt man schon was bei euch. Auf jeden Fall, wir haben Modelle mit dem On-Tour Edition zum Beispiel, da haben wir ein Fahrzeug, das im Prinzip die Ausstattung besitzt, die man benötigt. Wir haben einen Fernsehapparat integriert. Das heißt, wir haben hier ein Reisemobil mit allem, was man für die Reise braucht. Für kleines Geld. Kleines Geld, genau. Ja, und das Schöne ist auch noch, Wetterhalt ist recht gut. Da habe ich eine Dusche mit drin, das heißt, ich kann das nochmal abtrennen. Hier ist es zum Rollen. Ihr habt auch gleich dran gedacht, ich kann das Handtuch aufhängen. Hier ist dann nochmal so ein kleines Seil mit drin. Und ganz wichtig, guck mal da unten hin, der Luftausströmer von der Heizung direkt im Bad mit drin. Muss ja auch schön warm sein. Natürlich, also keiner mag das morgens in ein kaltes Badezimmer zu gehen, das mag auch niemand zu Hause. Deswegen legen wir natürlich auch Wert darauf, dass im Wohnmobil, aber in dem Wohnwagen haben wir das natürlich auch, dass die Nasszelle bzw. der Badezimmerbereich vernünftig temperiert ist, um sich da wohlzufühlen. Ja, schönes Detail, ihr habt 2 Abläufe mit drin, das heißt, egal wie ich stehe, es läuft immer ab. Das ist cool. Ja, das ist auf jeden Fall vorteilhaft, das hört sich lustig an, aber das ist natürlich ein Muss. Wir wollen gewährleisten, dass da kein Wasser drin steht, denn letztendlich benutzt man diese Zelle ja nicht nur, diese Nasszelle ja nicht nur zum Duschen, sondern man bewegt sich da ja auch normal drin. Ja, vorne kann man es sehen. Ja, wir gehen am besten mal raus und zeigen wir das mal, denn es gibt noch einiges zu sehen. Wir machen mal 1, 2 Klappen auf. Thema Zuladung ist nämlich meistens unter dem Bett. Es gibt eine Heckgarage. Genau, es gibt eine schöne Heckgarage, die ist sehr geräumig. Das ist vom Modell zu Modell natürlich unterschiedlich. Man muss immer dazu sagen, die Breite von dem Modell hier, ich schaue mal ganz kurz auf die technischen Daten. Wir haben hier eine Breite von 2160 mm, also 2,16 Meter breit nur. Das ist natürlich 2,16 Meter, da komme ich überall mit durch. Das ist das Schöne. Ja? Wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, die Straßen insgesamt werden ja, es wird viel gebaut, die Straßen werden nicht unbedingt breiter, zumindest ist das Autofahren oder das Bewegen auf der Straße im Moment sehr, sehr anstrengend. Da wollen wir Italien, das ganz große Thema, ja, ganz, ganz kleine, enge Gassen. Da war ich in Sanremo, da ist 8 Meter Fahrzeugbeschränkung, kommst du gar nicht durch. Ja. So, die Breite, das ging dann jetzt noch. Ihr habt die Zooösen mit drin, das ist ordentlich. Genau, wichtig ist natürlich auch in dem Bereich, dass wir eine vernünftige Ladungssicherung gewährleisten können. Nicht nur zum Schutz der Ladung an sich, ja, man transportiert Campingmöbel, die alle auch in Leichtbauweise gefertigt sind. Alles, was man vielleicht auch fürs Kind noch dabei hat, das soll vernünftig verstaut werden können, vernünftig verzurrt werden können, dass das da auch drin liegt und nichts passiert.
Meine Frage hier, die Fenster, die macht ihr auch selber? Die Fenster sind vom Zulieferanten, genau. Ja, weil da steht nämlich Hobby drauf. Das hat mich nämlich direkt gewundert. Die habt ihr auch gebrandet, sieht ziemlich schick aus. Ja, da steht es jetzt hier. Hobby komplett Vollausstattung inklusive, ohne Zusatzpakete. Und das hier ist tatsächlich der Optima On-Tour Edition V65 GE. Den könnt ihr sich am besten mal anschauen, wie er hier steht. Fix und fertig, Endpreis 54.235,36 Euro und 36 Cent. Ja, Wohnmobile im Jahr 2020. Ich glaube, ihr hättet die Fertigung verzehnfachen können und ihr hättet alle Fahrzeuge absetzen können, oder? Ja, das sind natürlich Prognosen, die man am Anfang des Jahres kaum stellen kann, zumindest nicht in einem Jahr wie diesem. Wahnsinn, oder? Das ist wirklich Wahnsinn, aber solange das so aussieht, sind wir ja alle zufrieden und es findet ja Anklang bei den Endkunden, zumindest sind wir alle zufrieden. Ja, schön. Service, der ist dann fällig praktisch bei Citroën, das heißt fürs Fahrzeug selber, richtig? Für den Motor. Genau, fürs Fahrzeug selber sollte man sich dann an den Citroën-Vertragspartner wenden, wobei wir auch bei Hobby unsere Vertragshändler teilweise auch spezialisiert darauf sind, auch das Fahrzeug mit zu überprüfen. Ja, was ich nicht erwähnt habe, ist das ganz große Dach drin. Jörg, erstmal vielen, vielen Dank für den kurzen Rundgang, denn das ist eines der meistverkauften Wohnmobile, muss man wirklich sagen, Reisemobile, die ihr habt im Moment, oder? Ganz genau. Also das ist natürlich auch dem Preis geschuldet und der Ausstattung. An sich ist es ein tolles Fahrzeug und das ist ein Renner. Ja, eine kleine bittere Pille. Wartezeit, das haben wir ja letztes Mal erzählt. Also man wartet schon ein bisschen. Es ist zwar nicht wie in der DDR früher, aber der hat richtig Lieferzeit, gell? Das ist richtig. Wir müssen natürlich schauen, dass wir mit unserer Produktion hinterherkommen, gerade wenn wir viele Bestellungen haben. Wobei man auch sagen muss, das ist heutzutage leider so, selbst in der Pkw-Branche. Wir vergleichen uns ungern mit der Pkw-Branche, aber selbst dort haben wir inzwischen sehr lange Wartezeiten unter Umständen. Aber es lohnt sich, habe ich gehört. Also ich hab mit einem gesprochen, der hat ein Jahr darauf gewartet, Kommentare waren drunter und er war so happy, als er ihn bekam, ja. Denn ich sag mal, wahre Hobbyfans, die dann ein Reisemobil von Hobby kaufen möchten, ja, die warten noch ein bisschen, die haben ja meist noch einen Wohnwagen, oder? Ja, erstens das. Also in der Regel sind es ja nicht nur Neucamper, sondern es sind auch Leute, die bereits noch ein bestehendes Reisemobil oder einen Wohnwagen haben. Aber ein Jahr ist jetzt auch nicht unbedingt der Normalstandard. Also so lange muss man auf sein Reisemobil, auf sein neues nicht warten. Ja, sind unglaublich gefragt. Und ja, last but not least, Thema Werterhalt. Also selbst wenn ich einen Fehler gemacht habe bei den Wohnmobilen, habe mich verkauft, brauche ein größeres, ich stelle es in eBay Kleinanzeigen und, oder halt bei mobile.de, der Fachhändler reißt es mir aus den Händen, ist so, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Der Werterhalt, ob das ein Reisemobil ist oder ob das ein Wohnwagen ist, bei den Reisemobilen natürlich noch mehr. Der Werterhalt ist sehr, sehr stark. Das ist natürlich auch dem Freizeitboom generell der letzten Jahre geschuldet. Aber das hat natürlich Vorteile, denn wenn der Kunde sagt, er möchte jetzt etwas Neues haben, bekommt er auch etwas dafür und muss dann dementsprechend für ein neues Fahrzeug keinen hohen Aufpreis zahlen. Ja, gleich gehen wir, wenn wir noch Zeit haben, zum Thema Kastenwagen. Das explodierende Segment, muss man wirklich sagen, denn das Fahrzeug kann ich nun wirklich multifunktionell benutzen und viele melden sogar ihr erstes Auto ab und haben nur noch einen Kastenwagen. Vielen Dank, Jörg, erstmal. Nicht dafür, gerne.